zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es kurz um den Lampentausch, also Innenraumlampentausch am Audi. Und zwar habe ich mir verschiedene Lampentypen bestellt für den Innenraum. Ich habe allerdings einen Lampentyp, den habe ich nicht gefunden als LED, denn ich möchte oder habe jetzt schon angefangen, alles auf LED umzurüsten. Und diese hier, die sind oben verbaut oder beziehungsweise in der Nähe des Schiebedachs, also zentral oberhalb der Mittelkonsole. Das sind die Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer und die habe ich bisher nicht finden können als LED-Variante. Die Nummern, die hier draufstehen, die kann ich auch im Internet überhaupt nicht finden. Wenn da jemand eine Idee hat, was das hier für Lämpchen sind, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, dann kann ich danach suchen. Hier drauf steht 12 Volt, 5 Watt. Dann steht noch drauf, Moment, muss ich nochmal schauen, T6K und 3860LF. Ja, 3860LF, 12 Volt, 5 Watt, T6K. Keine Ahnung, ich habe das alles versucht zu finden, nicht gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, was aber viel zu groß ist, das sind hier diese da. Die haben sozusagen von unten einen ähnlichen Anschluss, aber wie gesagt, sind sozusagen der extrem große Bruder. Das heißt, das passt nicht. Diese hier sind sehr häufig verbaut, zeige ich euch gleich. Sowohl bei den Türeinstiegsleisten unten als auch hinten an der Heckklappe findet man die sehr, sehr häufig. Dann gibt es noch diese etwas, ich sag mal stiftähnlichen. Die gibt es eben in verschiedenen Längen. Die kommen zum Beispiel beim Schminkspiegel zum Einsatz oder eben auch tatsächlich in der Lichteinheit oben zentral oberhalb der Mittelkonsole, zeige ich euch aber gleich im Fahrzeug, gibt es eben verschiedene Längen, irgendwas um die 30 mm und irgendwas um die 40 mm. Steht jetzt hier auf diesen China-Packungen nicht drauf, aber darin unterscheiden die sich. Ich packe euch alle Lämpchen, die ich jetzt hier gefunden habe, entsprechend unten in die Videobeschreibung, sodass ihr die eben auch wiederfindet. Und jetzt hätte ich gesagt, fangen wir hinten einmal an der Heckklappe an. So, und da haben wir hier zwei von diesen Lämpchen, also sowohl auf der Beifahrer- als auch auf der Fahrerseite. Und wie ihr sehen könnt, die leuchten jetzt eben schon schön hell. Wie ihr das tauscht, ihr geht hier mit einem entsprechenden Werkzeug rein, also hier mit so einem kleinen Clip-Entferner, zieht dann das Lämpchen hier raus, stöpselt entweder den Stecker ab oder macht es im eingebauten Zustand. Hier hinten dran ist so ein Cover, das könnt ihr auch noch abnehmen. Dafür müsst ihr einfach hier mit dem Clip-Entferner rein. So, jetzt ist es natürlich hier ein bisschen hell, also dieses Cover ist einfach nur so drauf gesteckt und dann kommt ihr hier, es blendet jetzt leider ein bisschen direkt an die Lampe ran. Hier ist auch jetzt schon diese Kappe abgefallen, die gute Philips-Qualität. Die habe ich jetzt hier, die werde ich gleich mit Sekundenkleber nochmal festkleben. Ja, das ist eben Qualitätsware im 21. Jahrhundert. So sieht das dann aus. Und hier schiebt ihr einfach die Birne so rein. Zeige ich euch jetzt gleich an der Seiteneinstiegsleiste von den hinteren Türen einmal, denn dort habe ich das noch nicht getauscht. Aber dass ihr es eben wisst, hier hinten kommen eben zwei von diesen Philips-Lämpchen rein. Blende ich euch jetzt unten in der Beschreibung oder beziehungsweise blende ich euch jetzt unten im Video einmal ein. Und ihr könnt das dann natürlich auch alles in der Videobeschreibung finden. Davon haben wir, wie gesagt, 2 Stück hier hinten. Und wo wir natürlich auch noch mal ein Birnchen haben, ist das hier. Das war bei mir aber schon LED. Das heißt, das musst du nicht umrüsten. Vielleicht noch als Info, wenn hier noch die Halogenbirnchen drin sind, die können relativ warm werden. Am besten halt mit dem Clip-Entferner hier hinten rein und das so rausschubsen, dann müsst ihr das nicht anfassen. Ansonsten ja vielleicht Handschuhe oder wenn ihr halt nicht so empfindlich seid, einfach zupacken. So, jetzt klebe ich das hier mal mit Sekundenkleber wieder fest und dann schauen wir uns das an den Einstiegsleisten an. So, jetzt sind wir hier hinten an der Tür von der Beifahrerseite und zwar von der hinteren Tür von der Beifahrerseite und hier ist jetzt auch so, jetzt muss ich nur gucken, ob ich das sehe. Also die Lasche ist hier hinten und normalerweise müsste das hier wunderbar rausgehen, wenn man da reinhebelt. Jetzt kommt's. So. Dann könnt ihr das hier rausnehmen. Und hier ist jetzt auch nochmal so eine Schutzabdeckung drauf. Die könnt ihr auch ausklipsen. Entweder mit einem kleinen Schraubenzieher oder wenn ihr Glück habt, kommt ihr hier mit den Fingernägeln so ein bisschen rein. Okay, ich muss mir einen kleinen Schraubenzieher holen. So, ich habe jetzt mal die Position der Kamera auch ein bisschen geändert, dass ihr auch was sehen könnt. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Dorn. Damit müsste ich eigentlich hier hinkommen, dass ich das hier raushebeln kann. Zack. Und dann könnt ihr die so abziehen. So, und dann ist jetzt eben, wie gesagt, die Birne relativ warm, weil es eine Halogenbirne ist. Die könnt ihr jetzt hier so nach unten
rausflopsen lassen mit diesem Werkzeug. Dann schnappt ihr euch eine von den neuen. So, und die drückt ihr da jetzt, da geht auch schon wieder das Käppchen ab, die drückt ihr da jetzt hier in diese Verriegelung. Zack. Und schon habt ihr das umgerüstet auf LED. Die werden jetzt auch nicht mehr warm. Das heißt, wenn die mal kaputt geht, verbrennt ihr euch auf jeden Fall auch nicht mehr die Finger. Wobei, so richtig warm ist es nicht, dass ihr euch die Finger verbrennt, aber ihr merkt eben, dass es eine Halogenbirne ist. Ich würde es jetzt hier nicht ausstecken, weil dann besteht die Gefahr, dass das Kabel da drin verschwindet und ihr findet das nicht mehr. Also hier kommt man eigentlich so auch ganz gut ran. Und dann hier haben wir, wie gesagt, rausgehebelt. Jetzt müsst ihr halt darauf achten, dass ihr das hier hinten wieder einfädelt. Und dann diese Lasche hier hat so eine kleine Kante, dass ihr die Lasche da drauf setzt. Und dann hier eben ein bisschen mit dem Finger drücken. Und dann schnappt das wieder in Position. Und ihr habt das auch auf LED umgerüstet. Das habe ich jetzt hier auf der hinteren Tür von der Beifahrerseite gemacht. Vordere Tür von der Fahrer- und Beifahrerseite habe ich schon. Jetzt mache ich noch die Tür hinten von der Fahrerseite und dann schauen wir einmal im Innenraum, denn da gibt es am Schminkspiegel und in der Mittelkonsole eben auch noch Lampen zum Tauschen. Jetzt habe ich, wie gesagt, euch gezeigt, die Lampen hinten am Kofferraum, an der Heckklappe zu tauschen. Die Lampen am Einstieg, also hier Fahrer, Beifahrer, vorne und hinten. Kommen überall auch die gleichen Birnchen rein. Jetzt haben wir hier einen anderen Birnentyp. Das ist jetzt sozusagen das Schminklicht von der Fahrerseite. Hier ist es auch wieder so, hier können wir mit dem Clip-Werkzeug hier reingehen und das hier so raushebeln. Also ich habe die Birne schon getauscht, aber ich zeige euch das trotzdem nochmal. So, da rein, dann holt ihr das so vorsichtig raus. Und dann haben wir hier so eine Metallabdeckung, die müssen wir wegnehmen. So, ich hoffe, ihr seht jetzt noch einigermaßen was. Könnt ihr hier einfach so rausziehen. Und dann haben wir hier innen drin, so, und nachdem ihr diese Metallabdeckung einfach abgezogen habt, ist hier so eine kurze, ich packe euch jetzt unten hier mal in die Einblendung rein, was ihr da braucht. Auch wieder, wie gesagt, eine LED-Variante, die wird hier einfach reingeklemmt. Original sitzt hier eine Halogen. Die tauscht ihr, also alte raus, auch wieder mit dem Plastik-Clip-Werkzeug hier unten drunter und die rausfummeln und dann die neue halt reinsetzen. Jetzt baue ich mal den Metallclip wieder drauf und dann können wir uns angucken, wie es von der Lichtqualität aussieht. So, den Metallclip habe ich wieder drauf gesetzt. Der geht hier nur in eine Richtung. Er hat hier hinten so kleine Metallnasen. Die müsst ihr in Richtung des Steckers einschieben. Und hier vorne ist so eine etwas größere Klammer an dem Metallhalter und die wird dann hinter das Plastikstück hier geschoben. Dann wieder darauf achten, dass ihr das hier so sozusagen da an der Nase in diesen Dachhimmel einführt. Reinklipsen und fertig. So, und wenn wir jetzt den Spiegel öffnen, also hier unten am Spiegel das Ding aufdrehen, geht hier oben das Licht an, eben schönes weißes LED-Licht und passt dann zum Gesamtbild. Das nächste ist hier in der Mitte vor dem Schiebedach, das heißt also direkt oberhalb von der Mittelkonsole. Wenn wir hier unten gucken, ist ja die Mittelkonsole und direkt oberhalb der Mittelkonsole an eurem Hauptbedienteil sind auch noch mal zwei von diesen LED-Lampen, allerdings wieder ein anderer Typ. Die hier sind ein bisschen länger. Packe ich euch jetzt auch unten in die Einblendung rein, was das für ein Typ ist. Und ihr seht, ich habe die eine Seite schon gewechselt, die andere nicht. Das heißt, da können wir jetzt auch mal den Vergleich machen. Einmal haben wir hier eben die Halogenleuchte, die so gelblich ist. Und hier drüben eben die LED-Leuchte, die richtig schönes weißes Licht macht. Und dann haben wir nochmal zwei Leuchten hier, die habe ich jetzt schon rausgenommen. Das sind die ich euch am Anfang gezeigt habe, wo ich noch keinen Ersatz als LED gefunden habe. Da, wie gesagt, muss ich mir jetzt mal weiter auf die Suche machen, was da rein muss, denn die würde ich gern auch als LED haben. Jetzt tausche ich hier einmal, dass ich da zwei vom gleichen LED-Typ habe. Dann können wir uns das gleich mal angucken. Und bezüglich Abbau dieser Verkleidung, also wenn ihr diese Verkleidung hier abnehmen wollt, das ist ganz simpel. Ihr öffnet hier diese Ablagemöglichkeit für die Sonnenbrille oder für eure Brille. Und dann ist ja hier diese Blende drauf und die ist lediglich drauf gesteckt. Und da fangt ihr einfach an, die Blende abzuziehen, ganz vorsichtig. Hier unten an der Kante beginnen, ganz vorsichtig. Die ist dann hier nochmal verklipst und hier verklipst. Das heißt also, ich würde jetzt nicht empfehlen, da komplett dran zu ziehen, sondern es eben vorsichtig zu machen und dann hier so auch mit einem Werkzeug oder mit der Hand so flach rein und an den Stellen, wo sie hängt, das eben nach unten zu drücken. Und die zweite Blende, die dann sozusagen mittig sitzt, oder ja, hast du nochmal zwei so Einzelblenden. Schnuckelt hier schon wieder alles auseinander. So, die sitzt ja dann so rum. Moment, damit ihr auch was seht. Die sitzt dann so rum, ja.
die fällt dann einfach raus. Die wird sozusagen nur von dem umgebenden Rahmen gehalten und sobald der umgebende Rahmen weg ist, fällt die hier auch mit raus. Also ihr braucht da keine spezifische Schraube zu lösen oder sonst irgendwas, das ist alles nur geklipst. Wichtig ist eben hier unten anfangen, das heißt die Sonnenblende-Ablage oder die Ablage für die Sonnenbrille öffnen und dann hier rausziehen. So, jetzt tausche ich wie gesagt hier mal die Birnchen und dann schauen wir uns mal das Lichtbild an. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe die getauscht. Das Entscheidende oder sage ich mal das Besondere hierbei ist, dass die nur 180 Grad leuchten. Das heißt also, die haben jetzt nur hier auf der Vorderseite diese LED-Leuchten. Sprich, wenn wir die so ein bisschen drehen, sehen wir, dass auf der Rückseite nichts ist. Das heißt, wir müssen die eben auch entsprechend genau so positionieren, dass eben diese Seite mit den Lampen auch wirklich hier nach vorne zeigt. Ne? Also nicht, dass ihr die andersrum nach hinten leuchten lasst, aber ich meine, das ist ja eigentlich selbsterklärend. Das seht ihr dann ja einfach getauscht. Und jetzt haben wir hier schönes Licht. Das hier ist, wie gesagt, die alte Variante, zeige ich euch aber gleich an der Werkbank nochmal. Und wie gesagt, wo ich jetzt halt noch auf der Suche bin, sind diese hier, zeige ich euch auf der Werkbank auch gleich nochmal. Wie gesagt, wenn da jemand weiß, wie diese Birnchen heißen, ich habe anhand der Produktbezeichnung oder anhand der Nummern auf der Birne selber leider nichts gefunden. Und die würde ich gerne auch noch in Richtung LED umrüsten. So, und zusammenbauen geht es einfach in umgekehrter Reihenfolge. Ich habe jetzt hier halt wieder die alten Halogenbirnchen reingemacht, weil ich keine anderen habe. Ansonsten, die habe ich eben schön umgerüstet auf LED. Ja, und zum Zusammenbau, wie gesagt, nehmt ihr jetzt hier diese Blende, setzt die hier oben so an. Also ich fange hier immer von oben an, das anzusetzen. Und dann einfach einklipsen. Dann kommt hier die zweite Blende, die wird da hier oben so reingeschoben. So, und dann, wenn alle Nasen eingerastet sind, könnt ihr auch wieder die Ablagefläche für die Sonnenbrille oder für eure Brille hochklappen und dann ist das sozusagen wieder fertig. Hier, wie gesagt, ich wäre super dankbar, wenn ihr mir die Info geben könntet, was da für Birnchen reingehören. Dann kann ich die auch noch tauschen. So, und damit könnt ihr relativ einfach und schnell eure normalen Halogenlampen eben umbauen oder umrüsten auf LED. Wirkt einfach ein bisschen frischer, dieses gelbe Licht wirkt halt immer so ein bisschen alt. Und ja, was ihr eben braucht, sind insgesamt, lasst mich schnell überlegen, 2, 4, 6 von diesen hier, denn die kommen ja hinten bei der Heckklappe 2 hin, 2 für die hinteren Türen, 2 für die vorderen Türen unten. Dann benötigt ihr 2 von diesen Kürzen oder von diesen kürzeren. Wie gesagt, in der Beschreibung findet ihr das alles oder ich blende es jetzt auch hier nochmal ein. 2 von diesen etwas kürzeren, die ihr für die Schminkspiegel braucht und dann 2 von diesen längeren, die habe ich jetzt schon verbaut. Da müsste ich aber irgendwo auch noch... So, jetzt habe ich hier nochmal, weil die hatte ich einmal einzeln bestellt von Philips, weil ich mir da nicht sicher war. Die hat aber auch nur eine LED, also nur eine LED in der Mitte. Das ist eben auch eine, die nur 160 Grad streut oder strahlt. Und wie man sehen kann, ist das eben jetzt hier für die
ja, für diese große Mittelarmatur, wo dann auch die Leselichter für Fahrer und Beifahrer sind. Da kommen eben 2 von diesen langen rein. Blende ich jetzt unten ein, welcher Typ das ist. Und dann eben, man sieht das jetzt hier auch, nochmal eine etwas kürzere Version. Auch nochmal 2 Stück, eben für die Schminkspiegel Fahrer- und Beifahrerseite. Ja, und wenn man das dann gemacht hat, dann, wie gesagt, hat man insgesamt eben im Auto so ein richtig schönes, helles, modernes Licht. Können wir uns jetzt auch einmal angucken. Wie gesagt, diese einen konnte ich jetzt nicht tauschen, diese Leselichter, die sind jetzt halt leider noch gelblich. So, wenn wir jetzt hier in den Innenraum gucken, wenn die Tür auf ist, haben wir eben hier in der Mitte diese schönen, hellen LED-Birnen, die einen deutlich moderneren Look ergeben, ein viel schöneres Lichtbild, wie ich finde. Wie gesagt, es stören halt noch diese 2 kleinen Halogenleuchten. Da muss ich mich noch auf die Suche machen oder, wie gesagt, wenn ihr das wisst, wäre das super. Dann haben wir hier unten in den Einstiegsleisten, die haben wir jetzt getauscht, vorne und hinten. Was man auch noch machen könnte, was ich aber eigentlich so gut wie nie nutze, da hinten sind auch noch mal 2 Stück, wo auch noch mal Halogenbirnen drin sind. Aber ja, da hinten, also ich sitze ja nie hinten, das heißt, das hat eigentlich keine Priorität, aber der Vollständigkeit halber könnte man die auch noch tauschen. So, und wie in den verschiedenen Einblendungen jetzt vorher schon gesehen, es ist noch mal ein bisschen Zeit vergangen und deswegen habe ich das einfach ins Video hinten rangeschnitten. Es war eigentlich ursprünglich nicht geplant, aber ich hatte dann doch noch Birnen gefunden. Bedeutet, wir haben jetzt hier unten eben, wie gesagt, alles auf LED umgerüstet und, tada, da oben am Himmel auch. Da habe ich jetzt auch die passenden LED-Birnchen gefunden. Das Ganze auch hinten. Das heißt, wenn ich jetzt hinten die Tür öffne, zeige ich euch auch gleich, habe ich dort auch LED. Das heißt, hier innen drin ist jetzt alles umgerüstet, sogar auch das Handschuhfach. Wenn ich das jetzt öffne, haben wir auch hier im Handschuhfach wunderschönes, helles, modernes, weißes LED-Licht, so wie sich das gehört. Jetzt zeige ich euch, wie gesagt, hier nochmal am Himmel, auch auf LED umgerüstet und jetzt nochmal hinten. So, und wie ihr sehen könnt, hier hinten jetzt auch LED-Licht. Also einmal ringsherum, vorne, Einstiegsleisten hinten, Kofferraum, alles mit LED, Handschuhfach. Das hier war jetzt der Typ BA9S. Die packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung als Link, so dass ihr die auch bestellen könnt. Und dann könnt ihr alle tauschen. Dieses Ding da oben ist nicht geschraubt, das ist geklipst. Am besten hinten erst einmal ausklipsen. Das ist ungefähr auf der Höhe der Clip, wo die Lampen sind, also dieses Transparente. Und vorne hat es dann auch nochmal 2 Nasen. Ich würde hinten anfangen mit dem Ausklipsen, dann vorne rausziehen, Stecker ab und Birnen tauschen. Ganz einfach. So das nochmal als kleiner Nachtrag für euch. So, und somit war es das fürs heutige Video. Jetzt habt ihr gesehen, wie ihr die Lampen im Innenraum tauschen könnt von normalen Halogenlampen in diversen Ausprägungen eben hin zu den entsprechenden LED-Versionen. Da gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen. Ich habe hier jetzt welche verbaut, die zum Beispiel mehr als eine LED haben. Hier diese Philips hat jetzt nur eine. Die anderen, die ich verbaut habe, die hatten viele kleine. Müsst ihr euch eben raussuchen, was für euch preis-leistungstechnisch da das Beste ist. Wie gesagt, von denen hier habe ich jetzt beim Audi sehr viele gebraucht, weil die halt an allen möglichen Stellen zum Einsatz kommen. Ansonsten müsst ihr euch da eben durchs Internet durchwühlen. Rockauto ist auch immer noch mal ein guter Anlaufpunkt. Das kommt dann zwar aus den USA, müsst ihr halt Zoll und sowas zahlen, aber die haben auch oftmals viele LED-Umrüstlampen für diverse Fahrzeuge. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich, es war etwas Hilfreiches für den einen oder anderen dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.